Dann, Chat, gehen wir rein in die Top 100. Joel Bitonio, Guard bei den Browns. Let's go. The man, the myth, the legend. Passt der Ausschnitt? Ja, ne? The man, the myth, the legend. White Teller, ihr müsst ihr wissen, spielt mit Bitonio zusammen, wie man lesen kann. The man, the myth, the legend. Bis gleich, Critics. Joel Bitonio ist schon ein geiler Guard, aber Platz 55 ist krass, ne? Die Browns eigentlich auch so eine gute O-Line. Die Browns eigentlich echt ein gutes Team. Es ist so schade, die ganze Nummer. Let's talk about Joel for a second. The man, the myth, the legend. Couple good blocks there. Bitonio with a nice block. I want to know what goes through Kareem Jackson's mind, all 5'10", 183 pounds of him, when 6'4", 320 Joel Bitonio's coming at him. And, well, I know what went through his mind. He ended up flat on his back. Alter, wie lustig haben sie das denn gemacht? Jackson's mind, all 5'10", This is bad. Maybe he doesn't see me. Oh God, oh God, oh God. Pancakes. And, well, I know what went through his mind. He ended up flat on his back. Überragend. Absolute stud. Küsschen, Jule, danke für den Support. Schönen Tag dir und hoffentlich sehen wir uns mal. It will be second down and 10. Chubb running to the right, got a block, cut back 35, and he Ja, spills down Chubb to the auch echt eine gute 33-yard O-Line line. vor sich. I got a lead block from Joel Bitonio out What a there. beautiful block. If the back follows you on that play, it's gone. Go outside, right? Yeah, absolutely. When Go Joel outside, right? Bitonio leads the way, it's a running back's personal escort. Guck mal, ihr müsst halt echt mal drauf achten. Guck mal, wie er hier den Raum frei blockt für Kareem Hunt ist es in dem Fall. Aber generell, guck mal, was eine geile O-Line die hatten. Guck mal, Njoku als Tight End, Conklin, Teller, Tretter, Bitonio und links fällt mir gerade nicht ein. When Joel Wer ist links? Wer ist die Bitonio einzige? leads the way, Yeah, absolutely. Ah, das weiß ich doch eigentlich. Egal. when Trotzdem Joel krass. Bitonio leads the way, it's a running back's Nee, Felix, du musst mal gestern den Podcast hören. Der hat doch jetzt unterschrieben bei den Niners, er bleibt. When Joel Bitonio leads the way, it's a running back's personal escort to the end zone. Touchdown, Kareem Hunt. Bitonio does as good a job as anybody when he pulls Alter, 75 krass. right there. He took the back of Joel Bitonio Und deswegen funktioniert das Laufspiel der Browns auch so gut, weil sie so eine krasse O-Line haben. and said, "Giddy up, 75. Let's go." Bitonio's the one that comes up and seals the edge to get him into the end zone. Joel's been a guy that I think is really underrated, and I would imagine he's pretty high rated on this list. Linemen rarely get the Hallo spotlight. Mike Klasowski. A top 100 debut at number 55. Gibt es eigentlich ein gut verständliches Video, wo die Football-Regeln erklärt werden? Bin noch nicht so tief drin. Ja, auf ran.de auf jeden Fall, aber jetzt frage ich nicht wo. Aber sonst YouTube, Shift Palm. Immer YouTube abchecken, da gibt's echt coole Erklärvideos und ansonsten hilft natürlich, wenn du Football schaust, dir das von Leuten erklären zu lassen nebenbei. Ich versuche ja immer bei den Reacts mit Leslie und Chris dann nebenbei noch viel zu erklären oder auf Fragen einzugehen, aber so Erklärstücke gibt's schon. Alter, 782 Subs. Chat, vielen lieben Dank. Deshalb, ja, der Vertrag ist so, dass er attraktiver für andere Teams ist. Nee. Nee, also glaube ich nicht, Felix. Die Browns haben Deshaun Watson, der in Woche 11 wiederkommt. Sie haben Jacoby Brissett, der ein guter Backup ist tatsächlich. Sie haben Rosen gecuttet und jetzt hier Kellen Mond geholt. Haben jetzt also 3 Quarterbacks, die haben sie jetzt aufgestellt. Dann glaube ich nicht. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber jetzt nicht. Also würde ich 95% Nein sagen. Carsten empfiehlt das Buch Schau nicht auf den Ball. Ja, ich empfehle unser Buch. Die Pille für den Mann. Auch ein gutes Anfangsbuch sozusagen. Oder einfach den Link klicken vom Patti. Guten Morgen auch an Nimali. Schön, dass du da bist. Und guten Morgen auch an die Legende Tortillas. Und Tortillas mit diesem, Dino-Kopf vom Namen, 1,5 Jahre schon am Start. Nimali mit dem Super Bowl 2-Jahres-Ding. Legend. Moin, wann ist euer Draft? Chabo. Am 7. September, nächste Woche Mittwoch, Abend, 20 Uhr. Guten Morgen auch an Coco. Ganz kurz hier reinschauen. Vorm ersten Arbeitstag. Oh, shit. Daumen sind gedrückt. Ich hoffe, du hast deine Schultüte dabei und es wird ein schöner Tag, Coco. Kannst du danach gern berichten, wie es war. Ich wünsche dir viel Erfolg beim ersten Arbeitstag.
Und normalerweise würde ich sagen, dass alle lieb zu dir sind, aber ich würde diesmal sagen, dass du lieb zu den anderen bist. Schönen Tag dir. Is an achievement for big guys everywhere. I'm a guy, we need more linemen, at the top of the list. I think what some of the linemen. offensive linemen and defensive linemen do is pretty special. Yeah, Joel Bitonio out front. That's a pretty good lead blocker for you. Yeah, I think buddy. Players certainly know how good Joel is. You want to, impress your teammates, you want to impress the guys you're playing against and, at least have their respect. Joel Bitonio. Joel, yeah, big strong Joel, yeah, real strong. Den lieb ich übrigens. Christian Barmore von den Patriots. Guckt euch dieses Paket an, Alter. Der Typ ist so krass. If you type of guy, you try to do some fancy move and hit your chest, you gonna feel it. Geile Schuhe. You don't want to leave your chest open because he'll break your chest open. He's really strong. Hallo Flörke. Good protection. Guten Morgen. Man, he had all time, didn't he? What a beautiful... Oh, das erinnert mich an eine Szene hier, Chat. 75. Ich war einmal in meinem Leben mit Flörke in der Milchbar. Und es war wirklich so, dass Flörke und ein Typ, glaube ich, gefühlt 3 Stunden einen Stare-Down gemacht haben. Und ihr müsst, die 75 ist Flörke und das der andere. So war das damals in der Milchbar. Good protection. Oh, man, he had all time, didn't he? What a beautiful pocket, you're right. Geil, Bitonio. One of Iron Man Joel's best abilities is his availability. Iron Man Joels. This year he came up to me after the season and he gives me a fist bump. He goes, hey, congratulations. For what? He goes, you played every snap this year. I said, that's amazing. I didn't even notice. I was like, congratulations to you too. We played every game together. That means that you did too. He goes, yeah, this is year 4 of doing that. I said, you're an Iron Man, Joel. You're an Iron Man. Geile Aussage, geile Anekdote. Hallo Quacker. Matters in the trenches. It's on us every week. Let's go. Stretch out 3. 1, 2, 3, stretch. I'm blessed to have Joel in my room. I think that he's one of the Quatsch, best. Flörke. I mean, I've ever seen. I Der wirkt auch sehr sympathisch, ne? truly believe that. I feel like I need to keep giving love to the big guys, you know what I mean? That's what we're about here. So, kommen wir zu Platz 54. Jetzt bin ich gespannt. Jeffrey Simmons. Man muss ja sagen, dass bei den Titans mit Simmons, da muss ich den Namen richtig sagen, Autry und der dritte war Landry, oder? Hieß er Landry? Die 3 hatten irgendwie combined so und so viele Sacks. Also Simmons hat wirklich ein krasses Jahr gespielt. Platz 54 ist aber hoch. Mal sehen. Finde ich underrated, was er letztes Jahr gemacht hat. Meinst du Simmons, Hawkrock, oder meinst du Bitonio? Scheiße, wie hießen die 3 nochmal? Müssen wir kurz gucken. Line up. Es war schon Simmons, Landry und Autry, oder? So hießen die 3. Was muss ich wissen? Oder sowas will ich wissen. Titans? Wo sind die Titans? Also Chat nochmal, ne? Diese Seite, wenn ihr irgendwas nachschauen wollt. Kann sein, dass da nicht alles aktuell ist, weil gerade Roster-Cuts waren. Aber die Seite normalerweise sehr gut. Harold Landry. Ja, hab recht, ne? Simmons, den fand ich stark. Fand ich auch, aber 54 ist schon sehr weit oben. Hier, Harold Landry. Bin ich richtig? Ja, Titans. Bud Dupree. Sind die weg? Sind Simmons und Autry weg? Oder überlese ich sie gerade? Oder ist die Seite gerade ein bisschen lost? Kann auch sein. Hä? Haben die sich aufgelöst? Das hätte ich ja gar nicht mitbekommen. Harold Landry ist jetzt bei den Titans. Hat einen 52 Millionen Dollar Vertrag geschrieben. Outside Linebacker. Wieso ist der hier nicht? Autry auch, ne? Die Seite, die gelobte Seite ist gerade ein bisschen lost, glaube ich. Hier. Autry, Landry, Simmons. Wenn Dupree und so stimmt. Aber ein bisschen komisch, ne? Da passt hier was nicht, glaube ich. Landry ist da. Landry ist hier, stimmt. Aber Autry und Simmons nicht da, ne? Irgendwie. Auch ein bisschen verschoben hier alles. Ne. Mitte. Ja, also Landry sehe ich, Chat.
Aber ich sehe Autry und Simmons nicht. Ja, aber die drei auf jeden Fall sehr krass. Und auch Christian Fulton, guter Corner, wie ich finde. Bayard gut. Also die Defense kann schon was. So ist es nicht. Auch, aber die Seite ist gerade ein bisschen seltsam. Guten Morgen, Sea Panther. Weiter geht's. Senses trouble and he gets mauled. Jeffrey Simmons. Hallo Ludo, jo, moin Mike, eure Podcast-Folge kommt ja immer freitags. Kannst du eventuell andere Podcasts empfehlen? Ludo, wir haben gestern die neue Folge aufgenommen. Die ist heute am Donnerstag schon da. Und Montag nehmen wir die nächste auf, weil wir in der Regular Season zweimal die Woche aufnehmen. Das heißt, wenn du Bock hast, check mal meinen YouTube-Kanal ab. Davon abgesehen, andere Football-Podcasts als meinen. Ich bin ganz ehrlich, und das meine ich jetzt, also das ist wirklich mein Ernst, ich höre keinen Podcast. Ich mache zwar einen, aber ich höre keinen. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie gut oder schlecht die anderen Football-Podcasts sind. Und ich würde jetzt hier auch ungern Fremdwerbung machen, aber ich kann mir vorstellen, dass von Bromance bis Downside Talk bis Footballerei für jeden was dabei ist. Oder es gibt auch diese Teams-spezifischen Podcasts. Woman Coverage ist, glaube ich, auch noch ein Podcast über Football von zwei Frauen, der, glaube ich, ganz gut ist. Also, ich habe selber nicht reingehört, ich kann nicht sagen, das ist das, was ich so mitbekomme, aber ich kann nicht guten Gewissens was empfehlen, weil ich selber nicht reinhöre. Guten Morgen, Buggy, weiter geht's. A problem. A problem. Simmons, a problem. A problem. Big body ass, a problem. Simmons been causing problems all day for the Bengals. I don't even know what to look for in D-lineman, but when I watch him, it's just like, all right, that's what you need. Also, stimmt schon, ne? Defensive Tackles, krasse letztes Jahr, da war Simmons einer der besten, muss man sagen. Die meisten anderen haben irgendwie die Positionen daneben oder außen gespielt. Und die T, der abgegangen ist. When I watch him, it's just like, all right, that's what you need. Felix, süß. Let's go. Party in the backfield. Party in the backfield. Hey, on pass, all you gotta do is watch me. On pass, all you gotta do is look at. Liebe meinen Mod-Buggy, ich sag noch, ich zähle auf, was es andere gibt und sage, ich würde ungern Fremdwerbung machen. Buggy, das ist meine 1, 2, 3. Buggy noch nicht wach. Aber ja, passt schon. Simmons, geiler Typ. Hilarious, man. That's one thing, he doesn't lack confidence. I told you. Oh, Schiffpom, soll ich mehr übersetzen? Kann ich auch machen. Hallo Umi, find nur ich das Englisch schwer zu verstehen. Chat, soll ich mehr übersetzen? Haut mir eine 1 in den Chat, wenn ich mehr übersetzen soll. Haut mir eine 2 rein, wenn es passt. Einfach nur, ich muss jetzt nicht alles übersetzen, aber vielleicht so einfach ein bisschen mehr. 1 mehr übersetzen, 2, wenn es passt. It's become nearly impossible for anyone to block Titans defensive tackle Jeffrey Simmons. 2, wenn es passt, passt doch, Schiffpom, okay? He's my favorite young defensive tackle in the NFL. It ain't even close. He chooses to. Das ist ja auch eine geile Aussage, ne? Mike Daniels ist so Gold wert für diese. He's my favorite defensive tackle in the league. Also, es gibt keine anderen Spieler auf der Position, den er mehr mag als Simmons. Ich überlege auch gerade, kann man hier nach den besten DTs mal schauen irgendwie? Player Stats. DT, geht das? Was ist jetzt eine Offense? Was ist das hier? IDP? Wofür steht IDP, Chat? Nee, man kann hier, glaube ich, nicht. Best Defensive Tackles. NFL. Ah, Young DT hat er gesagt. Okay, gute Addition auf jeden Fall. Wie alt ist denn Simmons? Wenn er Young sagt. Ist er so jung? Jeffrey Simmons ist 25. Krass. Ich hätte gedacht, ein paar Jährchen älter. Bla bla bla. Okay, ja gut, Aaron Donald, brauchen wir nicht drüber reden. Cam Hayward, Chris Jones, DeForest Buckner. Gut, es sind halt auch viele. Ja, Simmons, also
vom Jungen her hat er schon recht, ne? Hayward und so sind alle älter. Buckner ist halt auch krass. Buckner finde ich auch eine Monstermaschine. Allen natürlich auch. Aber ich habe einen Simmons auch lieber als einen Wilkins Clark, das stimmt schon. Ja, Chris Jones auch krass. Schwierig. Hargrave war auch gut. Hier Autry. Aber wenn er erst 25 ist das schon bemerkenswert, ne? Okay, Palm, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt's rein. My favorite young defensive tackle in the NFL. It ain't even close. He chooses to put his hands on people's chests and run them over. That's a grown man playing defensive line. I'm bigger than you. I'm going to push you out the way, and I'm going to make some tackles in the backfield and some sacks. What's the move that you got? Ja, some sacks kann man auch anders verstehen, aber wie lustig erklärt das Mike Daniels. Ich bin größer als du, ich mach dich platt. Push you out the way, and I'm going to make some tackles in the backfield and some sacks. What's the move that you gotta watch out for? Bull rush for sure. Stutter bull, that's his thing. You're gonna see a bull rush. You can't bull any better than this bull right there. What a monster play by Simmons. Also Chad, Bull Rush ist eigentlich nur, also darüber reden sie gerade, was die stärkste Attacke von ihm, Trey Turner hat das gerade erklärt, spielt in der O-Line der Commanders, Washington. Bull Rush ist wirklich den Gegner einfach nur überlaufen, nach hinten pressen, frontal rein, ja. You're gonna see a bull rush. You can't Seht bull ihr? any better than this bull right there. What a monster play by Simmons. Dang, Jeffrey, you ain't do it like that. I mean, it's football, right? Yeah, man. Er ist so gut. Young bully. A lot of bigger Young guys bully. have what I call biggest kid in class syndrome. They kind of just try to muscle people. Jeffrey knows hand placement, and he knows how to displace people, and he makes a lot of O-linemen look silly, which is what I love to watch. Simmons had his way with the Bengals line in the divisional playoffs, where he had 3 of the Titans' 9 sacks. Big Jeffrey Simmons comes Gerade wie Burrow noch weg will, ne? It's gonna be a field day. They can't block us up front. Burrow. Under pressure, Ich meine, es ist schon krass gewesen bei den Titans, dass sie 3 so Typen hatten, die da durchknallen konnten. Du konntest als O-Line dich gar nicht konzentrieren und gucken, auf wen achtest du mehr, wenn da 3 so auf dich geprallt sind. Ne? War schon krass, was Rabel da aufgebaut hat. Big Jeff just destroyed the inside. He took the guy blocking him all the way back. Just destroyed him. Did you see what I did to that guard? And you talked about a bull rush. He just took Adeniji and pushed him backwards 5 yards and threw him to the turf like he was Raggedy Andy. Digi, schau mal in die Augen von ihm hier. Nun die Augen. Der weiß in dem ersten Kontakt schon, das wird nichts für mich. Adeniji and pushed him backwards 5 yards and threw him to the turf like he was Raggedy Andy. And Simmons has been a one-man show. The show he put on in the playoffs was the culmination of a breakout season for the nearly unblockable Titan. There's Jeffrey Simmons who says, I don't think so. Jeffrey Simmons in his 3rd year out of Mississippi State has really come into his own. I think the thing with Big Jeff is he's relentless. So, man, to me, he's top 3 in his position. Geiler Hoodie. You need to stop doing it, acting like you're not the best D tackle in the NFL. All right? Come on, man. I love all sorts of, I love... Oh, jetzt kommen wir zu einem Spieler, den ich persönlich sehr mag. Mike Evans, weil er für mich seit Jahren, ganz egal wer Quarterback ist, konstant liefert. Und wenn Mike Evans auf dem Feld steht, profitieren auch alle anderen Receiver davon, weil du den oft Double Coverage nehmen musst, also besonderes Augenmerk auf ihn legen musst. Und alle anderen haben dafür mehr Platz. Mike Evans ist auch für mich ein Typ für die krassen, spektakulären Catches. Bin gespannt. Auch wenn jetzt in den letzten 1-2 Jahren vielleicht Goodwin noch mehr geliefert hat, vielleicht auch deswegen. Aber Evans, super Typ. Hatte ich auch bei Fantasy. I love movies. I've seen so many, and Mike is the same way. And he'll come into the huddle sometimes and say a movie quote, and look around for somebody to get it. And there was one, he quoted The Truman Show. He said the quote, and he's like, "What's this from?" It was my rookie year, and I was like, "The Truman Show," and he just freaked out. He's like, "The Rook knows." I was like, "Let's go." I was like, I'm in with him. Geil. Also,
Von 48 auf 53, konstant. Mike Evans is a movie freak. And a statistical one too. He's the only player in NFL history to... Und war nicht Mike Evans auch, der ist auch oft bei Twitch, oder? War nicht irgendeine Nummer von Mike Evans, dass er bei Twitch live war, als irgendwas passiert ist? Ich erinnere mich an irgendwas. Irgendwas war mit Evans und Twitch mal. He's the only player in NFL history... Oder war er bei Twitch, als sie Brady gesigned haben? Irgendwie sowas. He's the only player in NFL history to start his career with 8 straight seasons over 1,000 receiving yards. 8 Seasons lang über 1000 Receiving Yards. Das meine ich mit konstant sein. Das musst du erstmal packen. His peers recognize his greatness. I feel like Mike is probably one of the more underrated receivers in the league, and that's crazy for a guy that has 1,000 yards every single year in his career. Like, why that is, I don't know. People never had Mike in his top 5 at receiver, but he always been in my top 5. 8 years in the league, 1,000 yards each year. Big time touchdown, deep threat. Shoot, man, every time I battle against him, it's always been a tough battle. I call him Mr. Consistent. He just racked. Wie süß das Darius Slay auch sagt als gegnerischer Corner, ne? Aber hat er recht. Him up. Just seems like you can always count on him. He's always going to come down with it most of the time, or damn near all the time. Ihn mag ich auch. Also hier Tristan Wirfs finde ich auch sehr sympathisch. Figured if Tampa Bay was going to have a chance in this game at some point, Mike Evans was going to put his stamp on it. Baby, touchdown. Baby, Mike. Ganz selten, dass der mal einen Ball droppt, ne? Baby, Mike. We were playing the Falcons, and he had just like a crossing route, and Tom threw it like a little bit out in front of him, and like I think he caught it like damn near like at his foot, and it's like a fingertip catch. Blitz. Brady dumps the ball. It's caught. Ball. Fingertip grab. To the common fan, it's just like, oh, like that's a nice catch. But if you played football, if you played receiver, like you realize how difficult that catch is. What a catch, Mike Evans, with his fingertips. What a catch. The hard Geiler catches, Catch, ja. the easy ones, and the record-breaking ones. Evans seemed to make them all in 2021. Of his 91 total catches. Wie geil war auch, als er diesen einen Jubiläumsball von Brady einfach an die Zuschauer gegeben hat. Auch ein geiler Moment letztes Jahr gewesen. One was Tom Brady's 600th career touchdown pass. Und er gibt ihn weg. Great catch, and now it's the 600. And one put Brady on top of the career passing yards list. Caught ball, Mike Evans. That just may be the magic number. Fitting the big catches came from such a big target. Mike's a big guy. Like, I didn't realize that till I came into the locker room and like saw him for the first time. He's like 6'5". He's like, we're the same height. I was like, holy cow. He know how to use his size. He's very smart. I remember guarding him one time. He was, or whatever, he calling out the coverage. It's probably 2 men. I don't know if he was talking to me or himself or whatever, but he was very aggressive and big receiver. Terrell playing up. Look for Evans. Caught inside the 15. Obviously, he's a big dude. He's like 6'5", but he's way faster than you think he is. Mich macht diese Cappy von Goodwin mit diesem Manta-Rochen da oben so fertig. Was ein Style. Passt irgendwie ein bisschen zum Holy Squad-Logo da oben, oder? He is. He had a touchdown versus the Rams. He actually beat Jalen for, on a go ball, which obviously isn't easy to do. That's one of the best corners in the league, but Mike is kind of like deceptive with his speed. He's changing speeds, like he's picking up speed, and DBs are kind of turning and like slowing down. So I think it works to his advantage. He got something going on there. I still haven't figured it out. I got to watch some more over the next couple of years, see if I can pick that one up. Geiler Typ. Und jetzt, Chat, zu meinem Lieblingsspieler der Defense bei den Patriots, kam von den Ravens und hat sich direkt als der, Leistungsträger entpuppt, auf den man gehofft hat, sozusagen. Matt Judon. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr ein Spiel der Pets seht und die Defense ist auf dem Feld, auf den Typen achten mit den roten Ärmeln. Maschine. Absolute Maschine. Platz 52. Ja, vielleicht auch ein bisschen hoch, aber schon ein geiler Typ. What do you think makes him great? Er sieht nicht so aus wie ein Schwiegersohn, sondern als wenn er gleich einschlafen würde. What do you think makes him great? His red sleeves. His red sleeves, die sind auch geil. Judon just goes right around that right tackle. Destroys him. He's unblockable one-on-one. He really is. Wait, the red sleeves is hard. Ich finde die geil.
Hat was. He can cover running backs out of the backfield. He can obviously pass rush. He can defend the run. Being with a guy like Bill Belichick. They run a versatile system, and it allows guys like him to really show who they are. Judon catching him. Judon sacking him. Hey, good job on a pass rush, Jude. Good job on a pass rush, man. Good pass rush. That's it. That's the way to rock him. Yeah, he's versatile. Bill so positiv ist, ne? Play tight end, but we have good tight ends already, so I think we'll pass on that. Mac Jones. Yeah, we're joking around. He can play tight end, but we obviously got good tight ends. Tight end, but we have good tight ends already, so I think we'll pass on that. Man, that was all Judon. I'll take that one. You look like a demigod on that play. Demigod. That boy Judon a monster. I can't count. Auf 2, wer schreibt das? Of course, I would have been 1, but Also er selber. no. Tom is Das ist so krass, wie alle sich selber auf Platz 2 oder so schreiben, aber Tom Brady immer die 1 ist. Wie viel Respekt man hat. Genau das meinte ich ja im Podcast, als wir darüber gesprochen haben. Das ist einfach krass. Der Hoodie ist geil. Tom is that guy. Yeah, I'm a fan of his game. I think he sacked Tom this year when we played him. Brady drops back with a play fake. He's pressured. He's wrapped up. He's sacked. Guess who? Matt Judon. He just ran both guys over. Guy's a beast. Den Kappa, ne? There's only one thing Patriots Nation might love more than Tom Brady. Matthew Judon's sack celebration. Ja, nee, ich weiß nicht, ob ich das mehr I remember liebe. our first couple practices, he was back there making plays, you know, just having fun with it. So I Aber think die that's hat's was, something ja. that I've taken from him is just enjoy the game and do what you're supposed to do, but also have fun. Oh, Tannehill. Uh-oh. Bam. Do it to him, Jude. Do it to him, Jude. Everyone's getting in on it. Guck mal, geil. But a sack celebration is only cool if you get to do it a lot. I don't think they had a guy like that Die since es alle machen, Chandler geil. Jones, maybe. They definitely got a gem in him. Get him, Jude. Yeah, Jude. Yeah, Jude. Yeah, Jude. Case Keenum in trouble. Yeah. And in the arms of Judon. Just a breeze, that's all I need. Don't blink while I pick up speed. Geiler Song. Der ist schon krass. Der ist schon krass. What a play on the penetration. Boah. Alter, was ein Spear. Das ist ja fast ein Wrestling-Move. Guck mal, wie er hier Tour weghaut. Schön mittig. On the penetration. Krass. Hey, Chat, wie heißt der Song? Steht es hier irgendwo? Der ist voll geil. Nee, ne? Nee. Wie heißt der Song, Chat? Das ist geil. Pressure by Judon, chased by Judon, wrapped up by Judon, and sacked by Judon. Wie was von Jay-Z? Number 9 is worth all the money you paid him. This guy's been great since day one. Ja, krasser Typ. Damn, baby. Drilling me. Hey, I had to. I think you got me right there early. Hey, yeah. I felt that all game. Take Off von The Aristocrat. You too, man. Yeah, go. Keep it going. Geil, Brady. Wartet mal, das schaue ich kurz nach. Take Off. Ja, Quacker, das stimmt. Take Off. Also erstmal danke, Chat, dass ihr so... Habt ihr es shazamt oder wusstet ihr das? Das hier? Patti, Shazam, bist du gerade da? Könntest du vielleicht den Link Copy-Paste Macaro schicken, dass der Song auch in die Playlist kommt? Das wäre ganz geil. Weil ich gerade nicht bei WhatsApp bin. So, Platz 51. Alvin Kamara. Schwierige Personalie aktuell aufgrund seines laufenden Verfahrens. Aber sportlich letztes Jahr mit den ganzen Touchdowns
Receiving Running Back die Waffe der Saints. Ohne den wären sie mehr abgekackt. I go against the best running back in the league in practice. Oha. Der Beste? Boah, 14 davor, krass. In his first year AB, after Breeze, Alvin Kamara carried the Rock a career-high 240 times, almost 50 carries more than his next highest season. Up the middle goes Alvin Kamara, breaks it 10, 5, touchdown, Alvin Kamara. I still feel like he's a top 5 back in this league. So one of you two are going to have 41 all the time. Everything goes through him, everything. So whether it's run or pass, whether he's getting the ball or not, everything go through AK. Toss Kamara left, he bobbles it, he's still going to get in. He's explosive, he's electric, he's amazing. He amazing. What he does as far as running football and catching the football out the backfield, he's always going to be a threat. What a catch by Kamara. Kamara. In Week 7, Kamara was named NFC Offensive Player of the Week after catching 10 passes for 128 yards and a touchdown. 10 catches, krass. In that game, he passed Roger Craig to become the fastest player in NFL history to reach 3,000 yards rushing and 3,000 Das ist schon krass, das Stats sportlich war der hart. If there's one guy that you got to stop, it's 41. Catching the football, you know, he can catch screens. Quick pass to Alvin, Screens. wide open, 15, 10, 5, he will score. He can catch angle routes. A wide open Alvin Kamara. It's very rare. Probably just him and McCaffrey, who you can line him up at receiver and just get the same production as maybe your receiver. That's Alvin Kamara, a little under around 14 yards. He's completely Die different. Verhandlung ist noch, Giant. You know, that's why when he's out there for the Saints. Soweit ich weiß, ist die Verhandlung ja noch und deswegen darf er erst noch spielen, ne? Aber es könnte irgendwann während der Season passieren. They are a much better team. New Orleans went 0-4 when Kamara was sidelined with a knee injury. But 0-4 waren die Saints ohne ihn. upon his return finished with 4 wins in 5 tries, highlighting his impact on the Saints' success. Das ist krass. I see him about the 8-yard line. Er war die Saints Offense letztes Jahr. Er war das. No shot. No shot. Touchdown. He does a great job of absorbing contact. So you'll go to hit him. Ja, das stimmt, was Harman hier gerade sagt. Kamara ist echt krass beim Run after Contact. Also, wie viele Yards macht er noch, nachdem der erste Spieler an ihm dran ist? Der flutscht immer irgendwie durch. Das ist wirklich, egal ob er den Ball davor fängt oder anläuft, das ist krass. He'll absorb it and then fall back a little bit and then stay on his feet. He's truly one of a kind. Kamara krass. Schade, die andere Nummer da. Oh, jetzt kommen wir zu einem, der tut weh, ey, weil er auch gegen die Patriots immer krass spielt. Also nach dem ersten Spiel im Schnee, wo er da saß auf der Pressekonferenz und beleidigt war, zu Recht. Und dann im Rückspiel, wo sie die Pets zerstört haben. Micah Hyde ist eine Safety-Maschine. Top 50, also ähnlich in der Top 50 jetzt, ne? Jetzt zeigen sie auch noch die Bilder, ne? Oh Mann. Micah Hyde just snatched it away from him at the last Krass. moment. Hell of a play, bro. That might have been the greatest play I've ever witnessed, bro. Krass. Like on the field. Ja. Oh, Carsten Spengmann ruft an, Chat. Ich lasse euch mal gucken, geh kurz ran, ja? Jordan, what did you see from like that on that play? I told him on the sideline that might have been the most unbelievable play I've ever seen on the field. I was playing man on tight end, and I saw Mac throw the ball in the air. It looked like the receiver had maybe a step, but Michael was there. Oh my God! Oh my God! I got a late jump on it, honestly. I felt like I could have got an earlier jump. I didn't believe it right away. But when I knew he was throwing, I just put my head down and started running. You know, I thought the ball was going to be at the receiver, and I just looked up at the last second, and the ball was there. It should be no surprise to see Micah Hyde cover a lot of ground. Hyde with a remarkable recovery. That's a hell of a catch. The Bills' safety seems to be all over the field. Coming out of nowhere, Micah Hyde just rips the ball out, then he recovers it. making plays from everywhere. Well, that's a big-time play by Micah Hyde. He reads it right from the start, and you can see him coming from this dead sprint
Right back 7 Jaguar. I think Micah's athleticism, he doesn't get enough credit for it. A play that reminds me of his athleticism is going back 2 years ago against the Dolphins. He jumps up on an onside kick, spins in the air, catches it on one foot and goes and scores a touchdown for us. Micah to the house. Micah Hyde, great ball skills at the high point, a pirouette, a 360 move. He's one of the most athletic guys I've ever known. There's a picture of Micah, the Colts game last year in the playoffs, where they threw a jump ball, and the picture looks like he's 3 feet in the air. Like he's head and shoulders above everybody else, knocking the ball down. Micah Hyde goes high, times it perfectly, and spikes the ball for the win. I've seen him dunk out here on this rim. Micah Hyde goes over the top of Deontay Johnson to bat that ball down. I don't think he's bad at anything, like whether it's shooting basketball, whether it's, I mean, I'm sure he's probably good at golf too, but just an all-around athlete. So, wieder da. Dawson Knox, auch so ein geiler Typ, ne? Was Dawson Knox immer erzählt über Micah Hyde. Wahnsinn. Die Plays, die ihr gesehen habt, der Typ ist halt, so muss man als Safety spielen, ja. Ich finde, dass die wichtigste Eigenschaft als Safety ist die Antizipation, die Übersicht, die Awareness. Das ist für mich das Wichtigste bei Micah Hyde. Oder bei der Position, und das macht Micah Hyde so gut. All-around athlete. He's a football player. Period. Hands down. He's got the best film study habits that I've ever seen, next to like a quarterback or something, maybe. He knows where he's supposed to be. He knows where the ball's going to be. High into the air, and Micah Hyde eben. somehow came up with it. Micah knows how to play this game. He is a football player. Das war auch so krass, wo er den Tipp aufgefangen hat. Can dominate the links or the courts, but what he still does best is fly around the football field. Micah Hyde got the tip pass and cruised into the end zone for the Buffalo touchdown. And it should be no surprise that the safety who is anywhere and everywhere once again turned up on the players list. Ja, geiler Typ. Chat, so, ich habe jetzt langsam Bock, was zu zocken. Wir haben jetzt 5 Spieler uns angeguckt und wir sind jetzt in der Top 50. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir, Alter, Devontae Campbell auf 49, krass. Wenn wir jetzt vielleicht switchen. Was meint ihr? Spielen wir jetzt Madden? Oh, Madden of All Madden wird halt hart, ne? Oh, wäre auch cool. Komm, wir machen Madden, Chat. Ich hab Bock. Wir gehen in Madden jetzt rein. So, zack. Dann mache ich schnell bei Discord mal die Ankündigung. Add everyone. Wir gehen jetzt endlich wieder in Madden. Spielst du eigentlich Rocket League? Nö. Nope. Dankeschön, Mimi, dir schönen Tag. Ich habe die ganze Woche auf Madden gewartet, zweimal geteased worden von dir, das weiß ich tatsächlich, Hawk Rock, es tut mir sehr leid. Mach das, Felix, schönen Tag dir. Das war auch nicht der Plan, Hawk Rock, dass ich tease und nicht spiele sozusagen. Jetzt meine ich es ernst, jetzt spiele ich es wirklich. So. Dann starte ich mal das Game. Lass ein bisschen Musik laufen. So. Und rein. Rein in Madden. Panda. Panda, Panda. Danke, Niemali, fürs Supporten. Okay, rein. Schon eine Stunde geschaut. Diese NFL Top 100 macht doch immer Spaß, ne? Oh. Wieso ist das hier an? So, jetzt aus. So. Chat, ich weiß nicht, wollen wir auf All Madden bleiben oder doch wieder All Pro? Weil All Madden habe ich jetzt so auf die Backen kassiert, ne? Aber All Pro habe ich hoch gewonnen. Wollen wir es dann All Madden testen oder lieber All Pro? Von den Spielern Flurky. Das ist echt ganz geil. Die kriegen so ein Blatt, wo sie 1 bis 100 hinschreiben. Oder 1 bis 50 oder so, ich weiß nicht genau wie viele. Und dann wird alles ausgewertet und die Spieler wählen das. All Madden schreibt Buri. Buri will mich brechen. Auch ein geiler Song, Panda, ne? Chat, ich gehe noch schnell aufs Klo.
Und dann reiten wir los in Madden. Ach, Nimali, letztes Spiel habe ich so auf die Backen bekommen. Gegen die Bills. Da seht ihr es noch, warte. So. So, Chat, ich gehe kurz aufs Klo und dann spielen wir. Ja? Ich würde sagen, ich will noch einmal All Madden versuchen. Oh Gott, auch wenn die Bengals 82 haben und noch besser sind als die Bills. Aber ich will noch einmal All Madden versuchen. Dann warte, bevor ich aufs Klo gehe, gebe ich euch noch eine Abstimmung mit. Eine Vorhersage. Das war ja letztes Mal so geil. So, wie viele Punkte fallen im Spiel? Ja. Da könnt jetzt ihr wieder Pillen setzen, wenn ihr wollt. Das war letzten Mal ziemlich lustig. Ich lasse die Vorhersage mal sehr, sehr lang, weil ich ein bisschen brauche. Und bin dann gleich wieder zurück, Chat. Wenn ihr Bock habt, jetzt setzen. 10 Minuten Vorhersage, rein. Bin bereit für Gambling. Okay. Viel Spaß beim Setzen. Ich gehe aufs Klo, bin gleich wieder da, dann spielen wir Madden. Pass noch einen Streamtitel an. So. Bis gleich.